Hallo und herzlich willkommen bei unserem Was ist Warhammer 40k Rogue Traders. Hier haben wir Zugriff zum Playtest bekommen. Vielen Dank an den Entwickler dafür. Ich habe das Spiel noch nicht vorbestellt. Ich habe es nicht, aber den Key zum Playtest haben sie mir geschickt. Nachdem ich gefragt habe, so hey hier, ich würde das gerne im Stream zeigen. Und so, ja klaro, mach doch. Ja, wie schon erwähnt, habe ich das vor einer ganzen Weile irgendwann mal gesehen. Ich glaube, als irgendwann mal der Teaser dazu rauskam und die Ankündigung, dachte so, oh, das sieht ziemlich gut aus. Und ich bin ja durchaus so ein Casual-Fan von Warhammer 40k. Also ich bin ich weiß nicht das Lore dazu kenne ich genügend Leute, die viel mehr dazu wissen. Aber ich sag so, ja, das Theme um Warhammer 40k ist schon ziemlich cool. Und deswegen dachte ich so, oh ja, sieht doch nice aus. Rundentaktik, auch immer geil. Rundentaktik mit RPG-Elementen noch viel besser. Bin ich gerne dabei. Genau, so, es wird wohl auch andere Story-Modes geben. Genau, wir haben aktuell nur die zwei Sprachen. Einmal irgendwie Englisch und, lass mich lügen, irgendwas mit kyrillischen Buchstaben, glaube ich, war es. Es kann natürlich auch sein, dass es, nimm das hier nochmal. Was war das denn vorhin? Ja, hier, Englisch und I don't know. Ein neues Warhammer. Ja, es ist ein Playtest nur von dem Warhammer 40k Rogue Trader. Einem Rundentaktik-RPG. Und das dürfen wir jetzt hier mal anspielen. Genau, eventuell gibt es dann wohl auch andere Story-Modes. Ja, haben wir jetzt mal erstmal diese Hauptstory ausgewählt. Und ja, schauen wir rein. Ich würde jetzt mal die Story rauslassen. Falls ihr irgendwie das jetzt doch lesen wollt, dann macht jetzt am besten einen Screenshot oder macht kurz, keine Ahnung, einen Clip vom Stream. Schaut es euch dann gleich an. Und genau, es gibt jetzt die Möglichkeit zwischen Core und Normal. Das heißt, das können wir uns zwar alles nochmal einfach frei einstellen. Aber ja. Und anscheinend basiert es wohl auf dem Warhammer 40k Rogue Trader Tabletop-System, also einem existierenden System, wenn ich das jetzt hier richtig rauslese. Das heißt, falls man das kennt, dann kann man einfach direkt damit natürlich anfangen, aber wenn man es nicht kennt, empfehlen sie das Normale. Finde ich auch sehr spannend. Aber ja. Ich meine, das ist ja immer sehr, sehr interessant, dass man hier so die Accessibility auch, also nicht nur Accessibility für Menschen, die irgendwie mit Farblindheit und sonst irgendwas haben, das da erhöht, sondern auch für Leute, die noch einfach gar nichts mit der Materie zu tun haben oder noch ganz frisch mit dem System daherkommen. Finde ich cool, mag ich. So, genau, wir haben 3 zur Auswahl, die schon existieren. Irgendwie hier Kata, Darius und Bahadur. Sehr cool. Wir können an denen auch nochmal ein bisschen rumeditieren, wenn wir wollen. Wir können sagen, er geht immer ohne Kleidung rein. Wir können sagen so, ja komm, wenigstens kein Helm oder kein Rucksack. Das finde ich sehr, sehr cool, weil das Ding ist halt zum Beispiel, wenn wir halt so komplett Gesichtshelme haben, dann ist es immer cool, wenn man sie haben kann für die Stats. Aber ganz oft bin ich gar nicht interessiert an den Helmen, weil manche Helme auch ziemlich scheiße aussehen. Und ich will einfach das Gesicht von meinem Charakter sehen. Und dann ist es halt immer cool, wenn man sagen kann, okay, hier, please gimme. So, anscheinend können wir den zwischen verschiedenen Versionen von Bleich noch ändern. Genau, aber wir können hieran nichts ändern. Und ich würde jetzt mal sagen, wir schauen uns mal an, wie es ist, wenn man einen Custom Character erstellen. Wir versuchen es recht schnell zu machen, damit wir tatsächlich mehr vom Spiel sehen und wir heute noch was von Rogue Trader richtig sehen. Ne? So, bla bla, von Scratch, also von Grund auf. Gut, Appearance. Fang mit einem glatzköpfigen Nix an. Okay, wir haben hier ein Porträt. Ja. Der Wahnsinn im Gesicht finde ich sehr, sehr gut, dass der auch schön rein hier durchkommt. Sie sieht auch sehr sympathisch aus. Ich bin noch gespannt, ob wir dann später, also ob wir auch eigene Porträts einbauen können.
Das habe ich nämlich noch nicht nachgeschaut, wie denn so die Mod-Capability aussieht oder die Pläne dafür. Weil wenn wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier diese Porträts machen können und wenn wir jetzt eigene Porträts bauen könnten, das wäre elend geil. Wenn wir sagen können, okay, hier, ich habe jetzt irgendwie einen Artist commissioned hier für mein Bild in Rogue Trader, damit mein Charakter oder dass ich als Charakter da drin bin, das wäre schon mega. Klar kann man dann auch Troll-Sachen machen, aber ich glaube, so fürs Ambiente wäre es halt auch cool, wenn man wirklich seinen eigenen Charakter drin haben könnte. Komm, sie sieht doch irgendwie... Sieht auch sehr, sehr sympathisch aus. So mit dem Kettensägenschwert, Bolter... nicht Bolter, Flamer ist es. Kurz habe ich es verwechselt. Aber nee, Flammenwerfer. Paar Granaten um die Hüfte geschwungen. Sehr... Ist doch nice. Genau, wir haben die Möglichkeit mit... Ich finde auch schön, dass einfach... Sind das bekannte Symbole im Warhammer-Universum? Ich kann damit nichts anfangen. Ah, gut. So. Weiblicher Körper und Gesicht. Können wir näher ranzoomen? Leider nein. Okay, komm, ich glaube, das hier passt grob zu dem Blick. Schön, dass wir das nochmal groß sehen können. Okay, und gibt es irgendwie 3. Ich glaube, wir nehmen... Ah, komm, der passt eigentlich ganz okay. Super bleich. Weiß, schwarz und irgendeine verschiedene Hautfarbe. Das hier, Haare. Warte, was haben wir dann hier, was grob so aussieht? Ja, das sieht, glaube ich, nach am ehesten. Das hier. Okay. Coolio. Ja, ich würde sagen... Das sieht eigentlich auch noch ganz nett aus, aber ich glaube, das hier ist... Das hier ist am ehesten das, was wir im Porträt dann haben. Ehrlich gesagt. Nehmen wir das. So, achso, genau, wir können auch eine Haarfarbe. Ne, wir lassen das mal schwarz, das ist ja im Porträt so vorgegeben. Scars. Wo sind denn die Narben? Hä? Okay. Bin ich gerade blöd? Bin ich gerade blind? Was ist fürs Untere? Oh, I don't see it. Ich sehe es. Warte mal, ist es auf der Stirn? Okay, warte mal. Können wir... Okay, also wenn das wirklich die Tattoos sind auf der Stirn, dann ein bisschen ungünstig, weil ich sehe es nicht. Hallo Möwenfels, schön, dass du da bist. Ja, also ich sehe gerade kein Tattoo. Ich weiß nicht, ob ich zu blind bin oder ob das Spiel gerade sagt so, nee, sie bekommen keine Tattoos. Tattoos sind für andere Menschen, nicht für sie. Egal, wir können Implantate haben, die aber auch gerade irgendwie nicht auftauchen. Nicht blöd. Okay. Ist es das? Okay, irgendwie, warum auch immer, will das gerade nicht. Aber mir ist gerade auch aufgefallen, dass es vielleicht ein bisschen zu leise ist.
Okay. Ich finde auch schön, dass man wählen kann, welche man haben will, auch wenn das jetzt nicht zu dem Body-Type offensichtlich passen würde. Oder standardmäßig erwartet wird. So, wir haben jetzt natürlich wieder ganz, ganz viele Heimatwelten. Wir kriegen dadurch zum Beispiel Survival Instinct, irgendwelche Modifier, Subskin Armor. Uff. Schwierig. Ich finde übrigens diesen Arm da hier, dieses Ding hier verschiebt, der ist cool. Der ist vermutlich komplett unnötig animiert worden. Und sie haben darin Stunden reingebaut, damit es richtig gut aussieht. Für das hier ein bisschen. Und ich finde es voll gut. Es ist halt schon cool. So. Okay, lass mal die Todeswelt nehmen. Damit kriegen wir hier dieses Survival Instinct und anscheinend ganz viele Talente. Eventuell können wir die aber auch erst auswählen, wenn wir upgraden. Ich weiß ja nicht, wie das System funktioniert. Aber das ist okay. So. Dann Astra Militär und Commander als Hintergrund. Ja. Vom Porträt her könnten wir... Ist das Kommissarenrüstung? Wenn ich es gerade hier so vergleiche, könnte das ähnlich sein? Ah, Biomancer und Diviner. Diegetische... Was? Diegesische Menüs sind irgendwie in der Zeit verloren gegangen. Was sind denn diegesische? Okay, here, let's give him hell. The next Commissar single shot or single target melee attack applies for following effects. Targeted enemy becomes marked ally who killed the marked enemy gains an additional pen after the current one with plus 2 AP and plus 4 AP. Targeted ally, all allies gain an additional plus 1 AP and plus 3 AP for the next round. Once per combo. Das Game Bonus from this ability. Dinge, die Jetics sind in Universe. Okay. Ja, komm. Komm, dann ist sie jetzt hier. Links, Moment of Triumph, Work in Progress will be available in the release version of the game. Okay, Darkest Hour auch. Doktrinen. Das heißt, only contains limited selection of advancement paths or the leader for the second half of the version content. When playing the station for 10 plus hours, consider selecting another doctrine. Also super cool, dass in der Playtest-Version über 10 Stunden Content drin sind. Weil, the fuck? Also, ich würde sagen, für die Leute, die sich das vorbestellen, die kriegen schon so ein bisschen was für ihr Geld. So, Adapt Doctrine allows a person to use intelligent perception to find and exploit different weaknesses in enemy defenses. No defense can withstand an attack from an Adept. Oh, da ist ein D zu viel. Okay. Directive to expand. Ah, okay. Okay. Sehr cool. Machen wir einen Marksman aus hier machen. Okay. Müssen wir hier was auswählen? Ja. Okay, und als zweite Doktrin das sind Vanguard. Keine Ahnung, ob das passt. Können wir es überhaupt schon auswählen? Ne, ich glaube, das ist für später.
Aber das ist schon mal die Aussicht, die wir haben. Sehr cool. Gut, also Marksman. Und jetzt können wir Skillpunkte verteilen. Wie wir witzig sind. Fellowship. Legion Force of Personality. Genau, dann lasst doch einfach mal, wenn wir sie zum Leader ausbilden wollen. Ah, okay, wir können einmal 10 Punkte reinbauen. Wir können es leider nicht öfter. So, dann Intelligence. Ja, komm, wir Intelligence. Okay, wir können es maximal 10 Punkte reinhauen. Und dann Willpower. Komm, Willpower und Perception. Yes. So. Und das Ship ist von Valantis Flagship. Okay. Invictum Irabus. Unforgiven. Daring Destiny. Red Lab. Oh. Okay. So. Complete. Choose a name. Jetzt einfach mal Thaler. Und damit fangen wir wohl das Spiel an. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass wir nochmal einen Charakter 1, 2 oder so hinzufügen können, aber anscheinend fangen wir jetzt mit einer nur uns alleine an. Naja, Musik macht auch schon Stimmung. Naja, Raven, was für Warhammer-Erfahrung hast du denn bisher so gehabt? Also bist du Tabletop-Spieler oder kennst du es über, keine Ahnung, über Vermintide, über Bücher? Romane machen dich traurig, warum denn das? Okay, du hast außerdem erklärt, was Diegesis ist. Diegesis gibt es auf jeden Fall im Deutschen. Das sind Mittel in einem Werk, welches die Charaktere in der Geschichte auch sehen und hören. Und im Menü sieht dann halt aus, als wäre es aus der Welt und nicht nur ein schickes UI. Aha. So, mal Lurk duschen. Viel Spaß dir. Ach, kannst du mich nicht in die Dusche mitnehmen? Da wäre es wenigstens kühl. Ich merke wieder, wie warm es ist. Viel zu warm. Choice in dialogues. You are in a dialogue. Here you can learn more about your current events of the game, change the attitude of the interlocutor, or decide the fate of entire planets. What will happen in this world depends on the lines you choose. You say, yeah, okay, got it. Konrad Voitwe. An excellent place for contemplation. Man who has approached you is gazing down into the depths of the vast temple of one of the lower decks. One has the best view of the cathedral from here. Mesmerizing, wouldn't you say? An impeccable manifestation of the God Emperor's sublimity. Sublimity? Ich habe keine Ahnung, wie man Sublimity das ausspricht. Aber Dusche ist doch oft heiß. Okay, ich hab's vergessen. Also ich würde am Ende vermutlich, selbst wenn ich heiß duschen würde, nee, ich würde vermutlich kalt duschen und am Ende heiß, um mich an die Temperatur zu akklimatisieren. Aber ich glaube, für das Erfrischungsgefühl würde ich kalt duschen. Du hast 17, 18 Grad im Zimmer? What? How? I'm envious. So. Und wir können jetzt antworten. Das stimmt, das hier ist ja auch schon unser Charakter. Brilliant, awe-inspiring sight. Frankly, such success can be tiring at times. All this ostentatious
luxury, this laughable pretense. It is enough to make one thing that the architects meant to compensate rather than glorify. Have we met? You have a particular reason for disturbing me. Ich habe dummerweise keine Ahnung, wer das ist. Das heißt, keine Ahnung. Ich finde übrigens cool, dass ich hier schon die Kamera drehen kann. Sehr nice. Und ist einfach perfekt. Schwarzwälder Tal mit viel Schatten und Wind, Laubgang auf der einen. Balkon auf der anderen Seite, kein Feste. Wird schon okay. Ja, hier kommen wir spielen mal Flit. Ich glaube, dein erster Kontakt zu Warhammer war tatsächlich Vermintide. Ein bisschen an allen Ecken draus geworden. Die Welt an Werken, die es dazu gibt, ist auch riesig. Ja, klaro. Hast du dir eigentlich dann Darktide geholt? The man nods in satisfaction as if your words have confirmed some thought he had. That is the purpose of all temples of the God Emperor. To inspire awe and reverence. But it is the duty of his servants to persevere in their tireless service until they're presented with a chance to give their very life for the master of humanity. The highlighted words in the dialogue provide detailed information about the world. Null. Okay, das ist natürlich unpraktisch, aber Playtest. Müsst ihr alles noch, alles im Kopf behalten, falls ihr irgendwie Bugs findet. Wir werden sie vielleicht reporten. Ich glaube, die sind eh schon bekannt. Also zumindest die das hier zum Beispiel. Da fehlt einfach Text. Und genau, ist ja noch ist noch weit von Release-Version entfernt. Hover over them to get additional information, words are highlighted, bla bla bla. Okay, das heißt, wir hätten jetzt zum Beispiel hier Rogue Trader highlighten können. An imperial subject with a unique hereditary title, a rogue trader is tasked with exploring and exploiting the still uncharted regions of the galaxy for the benefit of mankind. Wenn wir Rechtsklick drauf machen, dann sehen wir hier die Enzyklopädie. Ja, hier. Und können hier dann nochmal viel mehr zu lesen. Das heißt, falls ihr euch sagt so, oh, ich würde gerne, es sieht cool aus, vielleicht Gameplay auch cool, aber ich habe so gar keine Ahnung vom Warhammer 40k-Universum. Es gibt eine In-Game-Enzyklopädie. Das, glaube ich, würde mir dann auch sehr viel helfen. So. Gierig Games Workshop hier und da ist der Shotgun Approach, womit sie die Warhammer IP freigegeben haben, ist einfach genial. Inzwischen bietet so viele Früchte. Ja, vor allem, es gibt halt auch also es gibt halt auch richtig viele gute Dings, weil das Problem ist ja, also noch für die Leute, die es nicht wussten, ursprünglich wurde die Warhammer und die Warhammer 40k Lizenz sehr spärlich an Videospiele rausgegeben. Dawn of War ist so einer der ersten Titel, die dann auch sehr bekannt wurden. Also, so ein Echtzeitstrategiespiel, was sich halt total angeboten hat. Ne? Also, wer noch nicht auf die Idee kam, zu sagen, so Warhammer 40k als Echtzeitstrategiespiel, why haven't we thought about this earlier? Keine Ahnung. Super cool. Und davor gab es halt ab und zu mal ein paar Lizenzspiele, die aber halt auch fett auf die Fresse gefallen sind. Und das ist auch, und da haben sie dann gesagt, ja, guck mal, wir haben das schon immer mal wieder probiert und es ist einfach immer schief gegangen. Aber irgendwann gab es halt hier Dawn of War, das halt richtig erfolgreich war. Und dann haben sie halt gesagt, okay, vielleicht können wir auch mal ein bisschen, können wir das noch öfter trauen. Ich glaube, dann haben sie es noch irgendwie probiert. Und irgendwann haben sie halt sich entschieden, anstatt dass sie super selektiv sind, sagen sie, alle dürfen diese Lizenz bekommen. Sie müssen halt uns Lizenzgeld zahlen, natürlich. Aber alle dürfen es bekommen, alle dürfen was machen. Und damit ist es dann halt so geworden, dass dann viel öfter mal auch, also insgesamt gab es dann viel mehr Spiele im Warhammer-Universum. Manche waren halt auch richtig Mist und Scheiße, aber es gab auch viel öfter mal welche Spiele, die halt dann richtig gut waren. So, in der Ego-Perspektive ist gerade im RPG-Bereich nicht mehr so meins inzwischen. Ah, okay. Weil du mit Vermintide angefangen hattest, deswegen dachte ich so. Und ich weiß nicht, ob ich Vermintide und Darktide als RPG listen würde, aber ja. Kann ich mir vorstellen, was bei einer offenen Pokémon-Lizenz, bei der offenen Pokémon-Lizenz wäre ja richtig gut. Also wenn die halt immer noch sagen können, okay, nein, das darfst du nicht mit Pokémon machen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt so, ja komm, lass mal irgendwie einen Farming-Simulator bauen, wo du wirklich dann der Metzger sein wirst von irgendwelchen Pokémon-Tieren.
Und wenn Pokémon Company immer sagen kann, so, okay, nein, das machen wir nicht, dann ist es eigentlich doch voll okay. Dann wäre es so cool, weil dann könnte man kann so viel in diesem Spieluniversum machen. Und wenn es auch wirklich so ein Harvest Moon-like wäre, ich glaube, da hätten auch Leute Bock. Aber gut. So. Allow me to introduce myself. Konrad Voigtwe, Master of Whispers in the employ of a ladyship rogue trader, Theodora von Valantis, at your service. I hadn't had the pleasure of speaking with you in person before. Okay. Und ich bin Divisional Kommissar of the Official Prefectus Tala Xanathor, anscheinend. My regards, Kommissar. Finding you was a difficult task given your parents' fate and your bringing in the Scholar Progenium. I have no idea what the Scholar Progenium is, but the Progenium is a division of the... bla bla, keine Ahnung. Truly our meeting is an act of province, is it not? Also ich meine, für hier ist es jetzt irrelevant. Wir wollen jetzt hauptsächlich mal sehen, wie das Spiel so an sich funktioniert, nicht was das Lore so alles hergibt. I'll be frank with you. You may forgot your family name, no matter who gave it to you or what its origins are. From the moment you are the candidate who brought aboard this void ship, your fate changed. You now serve Lord Captain Theodora von Valantis and carry the burden of an heir of this house. Henceforth, you share your dynastic name with her ladyship. Bear it with honor. Lord Captain, a strange title for this Lady Theodora. I'm aboard this vessel. Why have I been brought here? Master of Whispers, what are your responsibilities? Tell me about one of those whose ship I have found myself. I assume you had some gold in mind when you started seeking me out. Let's address it. Frag mal wegen dem Titel. Such are the traditions of the Imperium. Lord Captain is the title that was established in the annals of the Lex Imperialis at the time when the first rogue traders entered the God Emperor's service, and therefore it is sacrosanct. Okay, I'm aboard this vessel. Why have I been brought here? So that you may fulfill your blood duty, Tala. Whatever obligations you had before, they are henceforth null and void. By order of the Lord Captain, you have been requisitioned to serve the rogue trade in deeds blessed by the God Emperor. The God Emperor! So, I see that you're shocked. Yes, you understand correctly. Lady Theodora's authority indeed supersedes that of those whom you obeyed before. The Lord Captain's power is so great that she is capable of performing unthinkable feats such as changing the fate, servant of the Imperium. Your fate. Aha. Okay. Ich meine, wir können jetzt noch viel quatschen, aber lass mal weitermachen. But of course, I've come to invite you to a meeting with Lady Theodora. I imagine you have many questions for your patroness, and I'm sure she has just as many questions for you. It is regrettable that you haven't had yet any opportunity to speak. It has been an arduous voyage thus far. The Lord Captain and Master Edelthrat von Valancius are conversing on the observation platform located in one of the wings of the officer's deck. Let's join them there. I shall accompany you. So, new tasks. Buy the Rite of Blood, follow Conrad. So, ein bisschen... Okay, wir können nicht mit WSD. Mit WSD bewegen wir die Karte. Aha. Ach nö, können wir bitte an unseren Charakter rangetackert werden? Der Mark with special icons. Aha. Okay. I tire of idleness. Let's move. Massive conference table, obviously crafted from real wood. A resource of incredible value out of what you... We must act. They say a little bit of humility never hurt anyone. I help others better themselves by wholeheartedly humiliating them at every step. Tampered with without due respect. Data processing cycle tripled. Aha. Okay, also wir müssen hier mit WASD und gleichzeitig Dings arbeiten und ich bin unglücklich. Noble Guest. Reden können. May he strengthen my heart. May his will strengthen my heart. Then something, may my humble deed be for the benefit of mankind.
candlelit altar with a copy of the 2348th volume of the Lex Imperialis, the Codex of the Sacred Laws of the Imperium. Aha. Achso, hier hätte ich es auch lesen können. Und so, mit QE, da können wir uns drehen. Master of Whisperers, it is an emergency. The esteemed Lord Captain's pet has broken the bolts off its cage and it's escaped. Jo, okay, cool. Sorry für den Lag. Das ist in-game. So. Okay, start the battle. Yes. Was bist du denn? Ah, tödlich. Encyclopedia. All battle and games are turn-based. On their turn, the character can move, attack, and use abilities. Next. Movement points. Determine how far a character can move on their turn. 1 MP corresponds to 1 cell on the battlefield. Moving down is more costly. Every second cell takes away 2 MP. Okay. At the beginning of each turn, movement points are restored to their maximum value. Okay. Genau, das kostet hier 1 MP, das kostet 3 MP. Die Frage ist, wenn ich jetzt... Kann ich mehrfach mich bewegen, oder? Aber wenn ich mich jetzt hierhin bewege... Was kann ich denn überhaupt? Ich kann schießen. Range 6. Ich sehe leider nicht, wo ich dann im Schussbereich bin. Diese Quality of Life fehlt mir noch. Also ich würde gerne zum Beispiel jetzt hier schon, also wenn ich hierhin habe, hätte ich gerne so eine, keine Ahnung, eine Trefferchance. Oder auch einfach den Bereich, in den ich hinschießen kann, ne? Weil jetzt, wenn ich hier rüber habe, jetzt sehe ich, okay, hier könnte ich alles hinschießen. Ich sehe hier einen zweiten Bereich, das heißt, da könnte es sein, dass ich... Genau, da habe ich nur noch 30% Trefferchance. In dem engen Kreis um mich herum habe ich 60% Trefferchance. Das heißt, ich sollte, keine Ahnung, nochmal 2 Schritte rangehen. Also irgendwie hier mindestens. Ah, genau, jetzt sehe ich diese Linie. Ah, okay, damit kann ich jetzt auch tatsächlich sagen... Ah, okay, schade, ich kann... Okay. Ah, okay, ich könnte jetzt nochmal bewegen. So. Und dann... Genau, bist du jetzt hier innerhalb von dem Bereich. Interessanterweise habe ich nur 40% Trefferchance. Warum habe ich nur 40%? Ich dachte, wir sind jetzt hier im 60% Bereich. Let's see how they respond to this. 70%. Okay, ja, das ist definitiv besser. Ach, vielleicht war der Typ hier im Weg. Nothing I can't do. Okay, so viel dazu. Ein 40k Racer. Von 40k Racer habe ich noch nichts mitbekommen, Möwenfels. Falls du da nochmal den Titel findest, wäre ich glücklich, wenn du mir den zukommen lässt. Oder kannst auch einfach in den Chat reinschreiben. Aber das hört sich spannend an. Also zumindest würde ich mal reinschauen wollen, einfach um zu sehen, was da funktioniert. Also, ne. So. Okay, you can use other abilities. Target. Okay, mit Space können wir die Runde beenden. Sehr gut. Die lümmeligen Bridge Guards treffen das. Aber ich schieße einfach daneben.
Speed Freaks. Okay. Sehr, sehr weird. Also ein Race Coliseum. Ein Detective Movie. Oh ja, so ein Deduction Game, so ein richtiges... Also ich meine, so ein Detective Game innerhalb des Pokémon-Universums würde halt nicht so viel Sinn ergeben. Aber ich glaube, es wäre halt trotzdem irgendwie cool. Aber halt mit dem Universum was zu machen, ne? What's especially poor timing for such an accident? A white beast breaks free on the officer's deck at exactly the same moment when the rogue trader and her heirs are gathered here. Without taking his eyes off the dead beast, Void removes the Vox caster from his belt and speaks a few quick orders into the device. Then he turns to you. I've blocked all passages between the upper and lower sectors for the residential decks. If this is a deliberate attack, it should stop the culprit from advancing their plan. Okay. Ein bisschen ruckelig das Ganze noch. Ich hoffe, das sollte noch bis zum Release dann nochmal gefixt werden, weil ich meine, das sieht nicht so krass gut aus, dass es so unperformant sein sollte. Ich meine, es ist schon hübsch, aber es ist halt, genau. The lines on Void's forehead soften and his voice regains its usual courtesy. I'm afraid I must remain here, Tala, for Lady Theodora's safety. I have to oversee the execution of these orders personally. I hope you will have no difficulty reaching the observation platform on your own. It is just at the end of this corridor. Master Whisper gives you a curt bow. So, drücken wir mal 1. Wunderbar. Damit können wir auch das Dialogsystem bedienen. The journal records records. The journal records your current quests, rumors, and other assignments. To open the journal, press J. Yeah. Team Rocket und ähnliches. Wenn die etwas weniger rudimentär schon fähig sind, kommt vielleicht ein Spiel Crime-Drama zusammen. Und was deren Pokémon-Missbrauch angeht, wäre potenziell dark, aber ich finde es spannend. Ja. Ich glaube, die Darkness ist tatsächlich ein Problem. Witzig, wir konnten... Also hier, das Viech halt komplett kaputt Ragdoll. Aber wir können gar nicht damit interagieren. Das hätte ich jetzt irgendwie erwartet. So you raise your head again, I'll hand you over to the tech priest for sabotage. Okay. Ich habe hier schon viel zu entdecken. Ich meine, das hier sieht super weitläufig aus. Und es ist echt hübsch gebaut. So, wir versuchen das aber recht straight mal zur nächsten, der Hauptquest zu folgen. Wäre tatsächlich nicht, wie ich das Spiel spielen würde, aber wir haben heute ein wenig Zeit. Eine Welt, in der Nintendo die Pokémon öffnet, wäre auch sowas möglich, vor allem von angesehenen Entwicklern. Ja, ich glaube, bei Dark wird schwierig, weil Nintendo ist ja auch versucht, ja schon so ein Kinder- und Jugendspiel zu sein. Und ich glaube, da würden sich... Deswegen, ich glaube, so ein Dark Pokémon Games schwierig. Aber ja. Aber es wäre sehr, sehr cool und interessant. Ich meine, das wäre schon nice. That is simply irrational, Lady Theodora, says the man dressed in peculiar garb, his voice tight with tension. His face, half of which is covered by thin skin, is twisted in a grimace of displeasure and disbelief. Assimilation into the trade structure would be political and economic suicide, practically an admission of heresy. Huh? The tall, grey-haired woman pins him with her gaze, a cybernetic eye flashing crimson. Then suggest an alternative that will satisfy me. I have described the situation no worse than my seneschal could have done. Make a decision. What will you do with Iron 6, Edelthrat? Ja. Hör mal nur zu. Ich glaube, wir sollten hier nichts unterbrechen. While you are considering your answer, Edelthrat, I wish to speak with someone else. Perhaps I shall hear something more interesting than incoherent mumbling. Approach.
What is this? Turns to you and regards you with indignation. Is this someone from your retinue, Theodora? Do you permit your people to interrupt your conversation in such a fashion? Dude, ich habe nichts gesagt. Ich stand hier nur rum. Ich habe extra gewartet. I give that permission to those with of substance to say. Let us see if it was worth it. This is Tala, the second candidate for the title of my successor. The rogue trader regards you with a look that is imperious, predatory, and oppressive. Step forward, Tala. Okay. Passive skill checks. Character skill reflect your current level of knowledge and abilities. Sometimes you can get additional information in dialogue if a passive skill check was successful. Skill checks use the character from the party with the highest value of the applicable ability. Das ist sehr cool. Das heißt, ich muss es nicht auswählen. Es wird schon automatisch genommen. So, wir haben außerdem diese Möglichkeit, ein Warp-Check succeeded. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass das hier schon dran steht. Weil ich kenne es ganz oft in so Dialogoptionen, dass wir erst das probieren müssen und dann sehen, ob wir es schaffen oder nicht. Und hier wissen wir es ja schon. Das ist praktisch. So, by the way, falls ihr euch wundert, was es für ein Giveaway es gerade gibt, ich verlose gerade für Smite noch einen Skin und eine Kiste. Alles in einem Paket. Aber aktuell bekommt es noch Flämmchen. Consider this hypothetical situation. 1-6. A new world on the fringes of the Corona's expanse. High seismic activity, regular magma eruptions, metamorphic rock deposits. Prospects for large-scale mining. The world is populated by natives who worship some heretical underworld spirits that protect those who offer them sacrifices. Flights of fancy, you might say, but attempts to install ore extractors have failed for the second time. The mining crews sent to the planet's surface simply vanished overnight. My question to you is, what would you do with this poisoned treasure? Okay, there are ways to confirm whether what is happening on Iron 6 is witchcraft or not. It might cost several psychics to do so, but give us the answer. Oder, I'm a former commissar. I will continue sending in more people, one crew after another, until someone has succeeded in their service to humanity. Auch voll gut. I don't fucking care. Lass mal weiter Leute verheizen. Ist auch eine gute Antwort, ne? These reports of spirits certainly sound like evidence of heresy. However, I would put my interest first. No matter what means I would have to use, the riches of Iron 6 would be mine. Oder? Iron 6 must be purged for the good of the Imperium. I shall exterminate the heretical beliefs and other worldly powers that rule the native apostates. Oder? I do not know. Nein, komm, wir nehmen hier den Jack, wenn er schon hier gut war. Und dann beheizen wir lieber ein paar Psychers anstatt ein paar ganze Crews. Thorough but presumptuous. It took me a great deal to find one Psyker who could serve me well for many years, but you speak of several. Ja, praktisch. Sanctioned Psychers are rare and valuable instruments of the Gold Throne. Or do you, Tala, suggest that we use heretics who are an offense to the God Emperor's light? It would be rather careless of you to utter such profanity in the presence of his faithful servants. Oder, genau, I find your term as disagreeable, evil threat. You will kindly alter the manner in which you address me, or else you will live to regret the consequences. Or shut your mouth, evil threat, before I decide to shut it for you. Also ich meine, fast alle von diesen Antworten sind auf gewisse Weise sass. Können natürlich hier die Sassiest nehmen. So, I gave a straight answer to a simple question, which is, as I understand, still more than you could do, Edelthread. Insolent, ignorant upstart, how dare you? I believe I gave you an assignment on the ship, Edelthread. Explain to me then why my senior congregator is still dawdling about the officer's deck instead of proceeding to the middle decks to commence the inspection of the compartments in his purview. A
beg your forgiveness, Lady Theodora. Your presence has such a profound effect on me that I will forget the time. Ah ja. Wunderbare Ausreden. Threat scheint nicht so Fan. So Tala, why are you here? Was it not you who sent for me? You have to see that the opening that was offered to you and displayed one woeful meekness, even for one of inferior rank. Admittedly, the affliction is equally strong in all who are inert existence in the grip of the Imperium. Immutable hierarchy, absolute obedience, lickspittlery, compulsion, please. Forget all of that. From the moment my envoys came for you, the old rules ceased to matter. My name is Theodora von Valancius, Massimo of Afscaris? Afscaris? Okay. I'm a rogue trader in the service of the God Emperor of Humanity, and my rights and freedoms are vindicated by a most sacred relic. The warrant of trade kept aboard this very vessel. Sacred Imperial relic document that affirms the preeminent rights of a rogue trader throughout the galaxy. Mine is the honor to venture into the darkness beyond the Imperium and carry humanity's light where power's wicked and heretical reign in a boat death and ruin to us all. Sehr sie einladend. It is my decision alone to determine the fate of whatever I find past the bounds of the explored void. Every world I discover, along with all there is to find thereon, resources, people, riches and mysteries, is mine by right. I command millions of lives, rule over numerous planets, and possess fortunes that no planetary governor or commander could dream of amassing, and you, Tala, are one of those with the von Valancius blood in their veins and a rightful claim to this inheritance when the hour comes. Cool, wir könnten Herrscherin über mehrere Planeten werden. Hört sich doch mal gut an. Und achtgemessen, was ich am Altern nicht mag, ist die ständige Sorge um Gesundheit. Ach ja, das Altern. Ready to take on the sacred purpose? Oh yes, you would be, wouldn't you? The question is, am I ready to choose you over the rest? You came aboard hours before the warp jump and have not distinguished yourself in any way. As things currently stand, I have doubts that you are suitable for the role of rogue trader. Blood right alone is not enough to earn the high honor of becoming the bearer of a warrant of trade. Nonetheless, your abilities and talents may yet prove useful. If not for the role of Lord Captain, then for that of their closest ally. Alas, even those responsible can at times be too challenging for those who share your blood. Hundred Voidveer served me for many years before he made his mistake. Oh, did I hear you correctly? The Masters of Whispers is related to you. His kinship to me is most distant as yours. Nonetheless, he does bear the name von Valancius, even if he avoids using it publicly, and as such, strictly speaking, can be considered my heir. That door, however, is close to him. Voidveer's performance in his current role is satisfactory, or it used to be at last. Oh. Ähnlich startet wie Kingmaker. Ich kenne Kingmaker gar nicht. Ist Kingmaker, dass du König werden sollst? One of, does this mean there are other heirs? Naturally, some yet had to arrive on board, but you've had the pleasure of meeting one of them, Edelthread. Maybe somewhat disconcerted by the scale of the responsibilities that may potentially fall upon his shoulders. However, I have a good feeling about him as candidate. If you're satisfied with Edelthread, then what sense is there in having this conversation? Why are you wasting your time on me? Impatience. I'm rather fond of impatient people. They are not as quick to resign themselves to circumstance and more eager to show initiative. Even if I do choose Edelthread as my successor, I will still require loyal advisors. The skills and knowledge you acquired in your former life may prove invaluable here in the Corona's expanse. Once you were a commissar of the Imperial Guard, a political officer who was not afraid to face her own death or to send her underlings to theirs. Resolve, faith, implacability, all of this
gives one a unique perspective when presented with a situation where a less steadfast individual could falter. Trust me, your future holds plenty of situations where your commitment to your duty or your house's interest will be one of your strengths. Großer Landstift zurückerobert werden und wer es schafft, wird Baron da vorne herrscht darüber. Und es ist ein Wettbewerb. Ah, okay. Thank you for clarifying. May I ask you a question? My question is the Vox affixed to Theodora's attire suddenly comes to life, but all you can hear is unintelligible, intelligible voice. Theodora winces, shuts off the transmission, gives you an imperious lock. After some time before the navigator gives the signal to initiate the void ship's translation out of the warp, and my presence is required on the beach. Navigate. Translation. What are these things that you speak of? Okay, gracious Lord Captain, surely there are ways I can prove myself worthy heir. Let's start by not asking a question of this sort. I have no need for sycophants. I'll draw my conclusions when an important prove yourself right. As for when you will be granted that opportunity, only the God Empress knows. Okay. Good. No more questions. In that case, I shall head to Theodora's Vox awakens once more. This time you pick up shouting. The Lord Captain freezes, listening to the Voxcaster, nods and draws a weapon. Disturbance is reported on the adjacent decks. Seneschal of the Need arises to protect the new blood. She glances at you. It is possible that the chance to prove your worth may present itself sooner than you may have anticipated. Okay. Ungünstig. Submit, and you'll die quickly. Show them no mercy. So. Fedora. Abelard. I took care of this one. One fewer target. Abelard. Okay. Starke Charaktere. Okay. So, dann hier ein Cover. Sehen wir auch schon, was für Cover wir hier bekommen? Nee. Na komm, dann laufen wir mal hier rüber. »50 BS«. Wofür auch immer BS steht. Ja, 50 Bullshit-Punkte sind immer gut, ne? Ja, dann schießen wir den hier. Hoffentlich. Oder auch nicht. Tala. Hits cover instead of her. Tala. I'm disappointed. Aber voll gut, wir sehen hier genau, wer als nächstes ankommt. Ich finde es irgendwie niedlich, wer so raussteppt aus der Deckung, schießt und wieder reinsteppt in die Deckung. Aha. Abelard. Charge. So, in a world full of deadly dangers, the help of allies can save your life. Look closer. Your character has received a temporary positive effect from a companion. Achso, das da vermutlich. Momentum. Was ist denn Momentum? Was ist das hier?
Ah yeah, a special combat resource required for using the unique abilities called Heroic and Desperate Measure. Abilities can only be used once per round for an entire part. So. Wenn wir... Ah, hier sehen wir es mit der vollen Deckung. Haben wir das vorhin auch gesehen? Ich habe es übersehen. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, vorhin gab es was, ist aber nicht da. So. Dann kommen wir gerne mal hier rüber. Einfach weil wir können. Kopf ist ab. Critical hit that deals increased damage equal to the character's crit damage stat. Nice. Ah, Attack of Opportunity gibt es wohl. Eventuell. So. Den habe ich jetzt richtig schlechte... Kann ich den irgendwie hier flankieren? Das ist ein bisschen schade, dass ich halt nicht sehe. Ah doch, jetzt so sehe ich das. Okay, man muss die Fähigkeiten nur kombinieren und dann sieht man es auch. So, Theodora waves a hand in a commanding gesture. Mort, take a team with you and clear a path to the transport line. Do not let a single horse son survive. Didn't bat an eye when that scum burst onto the deck, Not bad. I've seen many an officer panicked at the sight of combat on the upper decks. False sense of security makes them that much more susceptible to the harsh realities of warp transitions. Oh, she looks at her box in her hand. All you can hear is lifeless static. What is happening? From what have we seen, Tala, I can speculate that we are dealing with some variety of warp madness. The Seneschal is astonishingly calm for someone who's just survived a sudden attack. Such episodes are not uncommon among voidsmen who have formed themselves outside the boundaries of real space, though such episodes seldom spill onto other decks. Okay. The casts are not working, have been sabotaged. Either a warp is toying with us or someone went to great lengths to get the ship's communication. I'll need a direct channel to the chief engine seer before I can get a sense of what we're up against. Whatever it may be, keep your weapons at the ready. I imagine it will be some time before we no longer need them. The incident with the beast and officer's deck may be connected to what is transpiring now. Possibly. Quite likely. We will investigate at a later time. Right now we need to isolate the affected compartment and try to assess the situation. Okay, what are your orders? Mort has gone on ahead to clear a path for us. If you want to make yourself useful, go after him and see if the Arch-Militant requires aid. And be quick about it. Okay. Yay, wir haben geholfen. We did. So, wo ist jetzt Mort hingegangen? Ich habe es leider nicht gesehen. Hier lang. Nee, von hier kamen die Leute. Vielleicht müssen wir auch wieder zurückgehen. Achso, ja, wir müssen hier zurückgehen. True to arms. Au, wow.
War das Minen? Okay. Frage ist zu fahren. Ach, wir können da gar nicht laufen. Okay, I guess wir müssen hier lang. Thank Providence, you're alive and well. Always on time, eh, Conrad? The moment we finish chasing the riffraff around the deck, you show up, and always just after the fighting's done. You get to set your chrono by it. Maud, put yourself together. What, did the Lord Captain send you to chivvy us along? We're all done here, I'll report right away. Okay. Master Whispers, what is happening on my ship? The Voxnet is silent, the Vox Master is not responding, armed assailants have stormed the officer's deck and my arch militant has just destroyed several more heretics on the way here. Is this a severe case of warp madness? Have some of my crew lost their minds and forgotten who they were? And whom they serve? Report! I've not yet received word from the Engineering regarding any Gala field failures. The communications were already unstable half an hour ago. And now they've ceased altogether. Whatever the cause may be, the consequences are spreading fast. I'm receiving scattered reports from the middle decks, and the only Vox cars from the lower base are one-way heretical gibberish. That the madmen have already reached the office deck suggests that this outage was planned. Outrage? Yeah, outage. Was planned in advance. Perhaps this is an organized mutiny. A mutiny against the Emperor's anointed. Execute the traitors, every last one of them. Hört sich gut an. First, we have to confirm that the bridge and the navigator's sanctum are secure, and I have the means to do both things at once. Expression changes as eyes flash ominously. Edelthrat. Where is he? I must know if he's unharmed. A psycho aboard the ship that is potentially being assailed by the warp could pose greater threat to himself and others than a whole army of madmen with improvised weapons. I'll try to locate him, but the last thing known about his movement is that he arrived on traditional deck 18. Blasted Master of Whispers, find Edelthrat immediately. Seneschal location. Plus an assist of battle. Both are to remain at my side. Arch militant with me, I must go to my study, and it appears that we might encounter heretics along the way. Voila. Sind Mineralien erzeugt, diese kommen auch von Mining Worlds und an den Grenzen des Imperiums. Genau, das mit dem Galafield wusste ich sogar. Ich weiß gar nicht mehr woher, aber anscheinend habe ich ein paar Mal doch irgendwelche Warhammer-Spiele gespielt, die ich wusste. If I may, Lord Captain. Transitional Deck 18 is at the heart of the disturbance, and if our goal is to bring Edelthrat back, I could use some support. After all, I'm not as adept at directly confronting enemies of the house as the esteemed Arch Militant, and taking into consideration Edelthrat's psycho powers. Okay, anscheinend gehen wir hier mit ihm. Then it's settled. Tala, find Edelthrat and return here in any state. This elevator leads to restricted compartments such as my personal chambers and the bridge. Do not let me down. I require you both. Do you understand? Any state, what does that mean? We are in the warp. Considering the attack, there could be a disruption in the Gala field and infiltration of malevolent forces onto the decks. Psychos might react to this in the most unpredictable ways. Enough. You, Master of Whispers, will not allow my heir to turn into a mindless mutant and to perish from Enforcer's fire. Do anything but bring me back Edelthrat. I hear and obey, Lord Captain. Then move out. Mort, come. Okay. Hey, well, let's go, I guess.
Und the Master of Whispers ist jetzt Teil unserer Party, I guess. I shall make you lead the way. Of course you will. I think you couldn't rely on us, one of the heirs, but this no longer relevant. Up in a sharp crackle, something hits you in the abdomen, and you're consumed by unbearable gut-wrenching pain. What? You fucker! You fucker! Es war so klar, dass er der Big Bad Evil, aber trotzdem. Und das war jetzt Rogue Trader. Nee, Quatsch. Da geht's bestimmt irgendwie weiter. Aber trotzdem. Ja, voll elend. Ich muss nachher noch was kochen. Ich glaube, wir müssen kurz zwischen den zwei Spielen eine Pause einrichten, damit ich mal meine Pfanne schon mal mit heißem Wasser füllen kann, damit sich irgendwie das vom letzten Mal löst, bis ich dann nachher zum Kochen komme. Also was Simples morgen. Servus. Hier da. Willkommen zurück, Flämmchen. Ich glaube, ich habe nichts Simples zum Kochen. Oder ich könnte ich könnte mir vermutlich versuchen, Instant-Nudeln zu machen. Ich habe nämlich ein bisschen Fleisch da, so Minutensteaks. Das heißt, ich könnte die noch in der Pause kurz in Marinade reinwerfen, Spinat auftauen und damit dasselbe tun. Und dann hätte ich, glaube ich, so eine gute Version davon. Und dann vielleicht doch noch anbraten. Das hört sich jetzt gar nicht so schlecht an. Das ist wieder schon ein geiler gedankliches Gefühl, wenn man mit der Kraft der Sonne duscht. Meinst du jetzt hier Dings? Solarpanels, die das für Energiespeicher oder Solarthemen? Careful, careful. Be gentle with our guests. She has an important mission to complete during our visit to the Warren Chamber, and for that I need her breathing. You're back with us, I see. Delightful. Right, you two-faced scum, you're the one behind this mayhem. How perceptive of you, Tala. I help you with the next insight. I need you here for your blood. You have the option to share it voluntarily, or I will squeeze it out of you myself. Heizung wird gerade repariert und ich CO2, was giftig austritt. Ja, super. Deswegen abgeschaltet. Aber meine Eltern haben damals beim Hausbau Solarthemen aufs Dach geknallt und trotzdem warm Wasser. Oh. Ja, schon praktisch. Sehr gut. We are in the anteroom of the Warren Chamber, this most hallowed vault. There, beyond those gates, lies a relic that gives Theodora all of her power, the sacred warrant of Jade. Only one obstacle remains on my path of obtaining it. The gates of the chamber are guarded by the Sentinel, ancient device that will open only the door to a true heir of the dynasty. I expected to do this part myself, but never mind. You will offer your blood to the Sentinel. Why is it? Is your blood too thin for the Sentinel? Oh, will you let me join you? We can take the warrant from Theodora together. Wir können natürlich auch sagen so, hey please. Ich frage mich, ob das funktioniert. Ich frage mich wirklich, ob das geht. Sollen wir es probieren? Was sagt ihr? Was sagt der Chat? Ja, 25 Ja, das ist schon eine alte Heizung. Kann man schon sagen. Oh ja. I may consider it once you have done what I need you to do. Ah ja, okay. Der geht uns dann einfach wieder. Wie weit kann man es treiben? What is it in Breath?
Is your blood too thin for the Sentinel? On the contrary, the Dwarf's blessing has raised me too much above your kind, von Valancius. The Sentinel refused to submit to me. But you can help after all, isn't that what family is for? Yeah. So, I have no intentions of helping you. I'm afraid that you, Tyler von Valancius, have no choice in the matter. Try to resist and I'll demonstrate the power that the warp holds over mortals. Come to think of it, I might even take some pleasure in doing so. Du Katze auch auf so schon lecken die Hand, aber hat sich eingerollt. Oh, gut. To avoid with you. Character skill effects are a result of their actions. A successful skill check can reveal new information, additional lines in the dialogue, as well as influence other further events. Skill checks use the character from the height. Okay. The blade flashes in the dim light and drops of blood appear on your palm. For a brief moment you feel nauseous, your head is spinning, and then quiet whispers begin to flood your mind. More and more sourceless voices echo each other, drowning out your own thoughts, replacing them with a singular urge. Go to the gate. Okay. Willpower. Mal schauen. Oh, willpower check succeeded. The voice in your head persists in their demands, and yet you feel this unseen chorus momentarily waver under the strength of your resolve until the intruding influence forces you to your feet and pushes you toward the gates looming in the center of the chamber. Okay, wir haben XP bekommen. 7. Ich glaube 7 XP. Das ist ja richtig viel. Keine Ahnung, ob das richtig viel ist. Aber der DM sagt so, nee, das passiert jetzt. Du hast zwar deinen Check geschafft, aber das passiert trotzdem, du kriegst jetzt halt XP dafür. Gleich wieder Geruch auf jeden verteilen, natürlich. Was ich momentan ist hier Springspieler, die in meinem Rosmarin wohnt. Würdest du sie auch? The gateway arch is the cogitator with a human likeness built into the front panel. As you approach, the torso twitches slightly. This is a servitor, an obedient automaton created from a lobotomized human being. The sentinel turns its head to you, one of its eye sockets lighting up with 2 ember-like irises. Tech Use. Examine. Oh, wir sehen sogar, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit wir haben. Das finde ich sehr, sehr cool. It failed. You look over the gate cogitator. There's little chance that you will be able to discern anything of its design like any other sacred machine in the pyramids. This relic is a speciality. Machine cult of the Adeptus Mechanicus. Yeah. The servitor on the gate begins to move with screeching and groaning of metal. It leans forward, closer to you. His lower jaw opens with a drawn-out shriek, much wider than the jaw of a living human could. The servitor's mouth is filled with sharp metallic fangs that glint in the dim light. The vid screen to the right of you lights up, showing strings of mysterious symbols on a green background. A whisper runs through your consciousness, insisting, demanding sacrifice. The voices that filled your head after Void wounded you with his blade did not get away. On the contrary, their source coiled itself in a tight knot somewhere in the depths of your mind. Look for anything that could be used as a weapon. You look around in hopes of finding at least something that could work as a weapon. Your search is in vain. The chamber anteroom is completely empty and in perfect working condition. Nary a broken panel or a protruding piece of rebar in sight. Dude. Examine the sentinel. The servitor looks noticeably different from the ones you used to. Copper threads stitches its skin, the joints are replaced by metal hinges. It seems that the creators of the Sentinel did everything so that the results of their work could serve much longer than ordinary working automatons. Ja komm, wir können es vermutlich noch Hand reinpacken. So, the Sentinel's jaw clamped around your hand, puncturing your skin and sinking into your flesh. A few dark drops fall into the servitor's throat, and immediately you hear a humming as the servo motors start up and the pumps stir into motion. The vid screen of the cogitator flickers. Several long minutes pass. The Sentinel's jaw remains closed and you are beginning to feel sick. Perhaps if you were to lean against the gate you could catch your breath, maybe close your eyes and pretend none of this ever happened.
high levels of caustic humus. The subject is in a state of heightened stress. Do you require assistance? You do not understand where this quiet voice is coming from. Crackling like static. Is it the sentinel, the cogitator? Is it a figment of your wary mind? Whichever it is, you can clearly hear every word. Yes, I do require assistance. Pain shoots through your head and subsides just as quickly. It would seem the entity coiled in your consciousness does not have the ability to do you any real harm. Kannst du schon mal drin, aber ich kann es gerade nicht garantieren, dass ich alle Herzkosten im Worst Case abdecken kann. Also dass ich... Ja, das ist halt echt schlecht. Request accepted, initiating defense protocol. Okay. Boah. But the Dynasty Air, it's time to make sure the Sacred Warden of Trade is safe. Es wird vermutlich safe sein. Warum gehen wir rein? Aber gut. Das ist... Dieses kleine Relikt. Wie hat sich der Typ das vorgestellt, dass er es mitnehmen kann? Was? Unless by my will and by the true word of this document I appoint this person to be the bearer of the warrant of trade. Aha. Lost. Bla bla. Großes Portal. Oh. Those creaking gradually turn to the comprehensible. Escort the child of the house to safety. I need to contact someone, preferably Theodora. It's disrupted, initiating setup, establishing connection. In place of the mechanical treating the Soul Skull, Vox projects the voice of Theodora from Valansis, distorted and written with static, yet with recognizable beyond of them. Voxmaster, restore communication with the navigator's sanctum. I'm trying to contact the bridge. If anyone can hear me on this frequency. Regroup all available forces and head to the upper decks at once. I repeat, regroup all available forces and head. Communications protocol breached. Signal latency. Assessment unavailable. Unable to establish two-way connection. What madness is happening here? Who are you? Who addresses me? Temporary obnubilation following acute stress. Mobile unit of the Warren Sentinel standing by. Are you the Warren Sentinel? Mobile unit of the Warren Sentinel designed as a personal escort of the child of the house and means communicating with the trader's subject. Mobile unit standing by. I need a weapon. I'm utterly defenseless. Distance from the current location to the nearest arsenal. Initiating situation calculations. Those code goes silent and it relays clicking second after second passing. You realize this service will not answer you. Lead me away from here. Middle and upper decks, assuming the probability of safe placement in areas of concentration of armed units, calculating to prevent unauthorized units from breaching the warrant chamber. Preemptive sealing must be initiated. The mobile unit will start executing received orders immediately after the safety of the warrant is secured. Okay. Dann gehen wir. None shall stand in my way. Seal. Abelard, Seneschal Abelard Verzarian has lost some of his former polish. His forehead is sweating and one of the sleeves of his coat is torn and soaked through with blood. Nonetheless, despite his heavy breathing, he stands firm and his gaze is demanding, albeit somewhat surprised. Mr. Charla, whatever are you doing in the warring chamber? How did you... He surveys the carnage around him, his brows furrows, and he places a hand on his weapon. Rome preserves me. What is the meaning of this? Conrad Voigt is a traitor. When we parted ways on the officer's deck, he stunned me somehow and brought me here. What? Intended to take revenge on Theodora for an old grudge and become the rogue trader himself. Oh, holy God, Emperor.
lost for the briefest moment, but then quickly finds his resolve again. I presume he's the one responsible for the mutiny. And Mr. Starla, I wish to remind you that you are to refer to the Lord Captain as Lady Theodora. What? We openly admitted that he's the mastermind behind the mutiny. Rockseed. And that's a small wonder that the heretics are so well organized. I thought his order to seal passages between decks was his attempt to stop the attackers from spreading to other levels. But now I see the real reason. It was to stop the enforcers from intervening. At least you are alive and now safe, Mrs. Tyler. Alas, I doubt we can afford to look for a compartment to sit out in this disaster. Now, see critical, you are in a bad way, Tyler. I can treat your wounds. I have a Medicaid kit with me. For the love of the throne, now is not a good time to be walking around decks without means of self-defense. Here. Oh, wir haben eine Lasgun bekommen. A flak chestplate und ein Medikit. Och, das hört sich gar nicht so schlecht an. Falling into trap or receiving damage that exceeds 50% of the total wounds within one round, the character receives injuries. Aha. Injuries reduce a character's stat, and if 3 or more injuries accumulated, its character will get trauma instead of a stack of injuries. The number of injuries, of course. Okay, also insgesamt schlecht. So. Okay, das Gute ist, unsere Wunden werden geheilt, aber unsere Verletzungen nicht. Also wir drücken I. Got it. Und dann... Can't be equipped by this character. Ja, okay, so viel dazu. Can be equipped. Can be equipped. Sehr gut. Ja, gut, dann lass mal gehen. Eventually you won't need to take up arms, I will do. Use. I cannot use this. Equip. Use. That's not the Seneschal's job. What advice do you seek? Someone else can do this. Let me help. I stand. Okay. There's a noticeable improvement, Tala. Now you're prepared for the trials ahead. The lower decks are teeming with heretics instigating the rebel to revolt. But that's the least of our problems. The ship's enforcers are rounding up the scoundrels and pressing the resistance. The situation on the middle decks is much worse, although strike teams have already been dispatched there. All communication with the bridge and engineering bay was lost. Apart from scattered voxcasts, we have no information to go on. But that's not the worst of all. All these jolt shakings are most alarming. These are signs that the navigator and the master helmsman are having difficulty translating the ship out of warp and into real space. In the worst case, they have already lost control of the process, and then we all have precious few moments left to live. In the best case, if we manage to reach the navigator's sanctum and get a hand, the Trelation's some aboard vessel may yet survive. Okay. Lead the way. Oh. Okay. Sehr hübsch. Ach, das UI ist schon hübsch. Wave static suddenly erupted from the server skull, and you can make out Theodore's words. To arms, loyal sons and daughters of the God Emperor, fight the heresy and corruption that threatens to consume our home, and with all your might destroy those who have dared. The Lord Captain is calling her crew to battle, which means the Vox networks are set up for broadcast distribution, not message exchange. Splendid. The rogue trader inspires proper resolve to fight in her subject. You and I shall prove that your trust in us is well deserved. Onward.
Schon wieder neue Leute. Okay, witzig. I mean. I'll see you terminated. Combats begin with 0 round. Take other actions, but they can take advantage of changes positions during a 0 round. You can move each character in your party up to their maximum MP, but no closer than 1 cell to the opponent. This distance may vary in different combats. Okay. So, das heißt... Ja, ich finde eigentlich da wohl... Vielleicht können wir ihn nicht irgendwie... Können wir nicht platzieren. So. Hier. Warte mal, stehst du... Ich glaube, wir haben ihn aus Versehen so platziert, dass er nicht laufen kann. Ups. I'm not interested. I'd rather not. Okay. Oder hat zumindest alle MP verbraucht. Warum auch immer. Okay, wir haben hier auch schon alle MP verbraucht. Bestfall. Ist das alle? Nothing I can't do. Nothing of value has been lost. Ah, witzig. Wir haben tatsächlich gerade Dies und Dies. Triggers over penetration. Yeah. Ich glaube, das war eine ganz gute Komposition da drüben. That was insulting. Boy kann... That's not the Seneschal's job. Ja. Wir haben außerdem den Charakter verbuggt. Er kann nichts tun. Er kann uns nicht helfen. Okay, genau. Attacks of Opportunity hatten wir schon. So, müssen Leute hauen. Oder warum können wir jetzt hier nicht? Warum können wir jetzt hier nicht schießen? I don't have time for this. Ah, okay, weil... Ja, blöd. Dann haben wir jetzt hier verkackt. Ah, und weil wir nicht gespeichert haben. Weil wir nicht vorher gespeichert haben können. Das ist ein bisschen unpraktisch natürlich, dass die gute Frau jetzt hier nicht sagen kann, okay, wir hauen die Leute jetzt einfach. Ne, also... Ich würde ja... Ich meine, wir haben jetzt hier die leeren Hände, aber in diese leeren Hände können wir wohl... Wir können mit diesen leeren Händen nichts tun. Und das Blöde ist natürlich, wenn wir jetzt hier einfach uns wegbewegen, dann sagen die so, ja wow, dann gibt es jetzt einfach, wir laufen die gleich nach.
Wir müssen jetzt trotzdem schauen, irgendwie, wo wir da rauskommen. Könnt ihr bitte näher kommen? Mein Charakter ist unglücklich. Nice. So. What's your biggest Ja. mistake? Nice. Ja! Sehr gut. Vielen Dank, dass du rangetreten bist, weil jetzt kann der dich nämlich auch hauen. Okay, was ist... Das eine ist Strike. Chance von Prozent und das andere ist... 14 bis 18, 14 bis 18. Achso, es ist total egal, was ich mache. One fewer target. Jo. Okay. Ja gut. Suits my person. You stand a chance. So, wir kriegen XP. 70 XP. 1 XP für den Kill und 70 für den Fight. I'll lay claim to the stars. Oh, wait. Wir konnten anscheinend looten. All to inventory. Thank you. All to inventory? Ah, ist schon alles. Accept. Und das Gute ist, dadurch können wir jetzt mal ihr noch ein Schwert geben. Falls irgendwie wir mal wieder so einen Mist haben. Dann hier, ja, guck, ich mal eine Pistole in die Hand. Falls nochmal was ist. Können wir Doubt is for the weak. können wir eigentlich 2 Schwerter geben? Wir können ja auch 2 Schwerter geben. Das ist immer gut. I'm at your service. Ach so, ups. Angeklickt hätte. Guck. Guck, kann er jetzt auch 3 Schwerter haben. Okay, das ist ein bisschen witzig. Aber ich denke, das Spiel braucht mehr Schwerter. Wir haben jetzt auch 5 auf einmal bekommen. Come on. So. Wir können jetzt wahrscheinlich die Marksman Doctrine upgraden auch. Entweder das hier oder das hier. Oder? Was ist das? Ah, okay, wir können... Ja, komm, dann lass uns mal den Dash nehmen, weil damit triggern wir die Dings nicht. Damit könnten wir eventuell... Ja, aus Dings rauskommen. Ah, und hier können wir... Recommended by current doctrine. Ja, komm. Sehr gut. Turn. Accept. Was können wir sonst noch hier upgraden? Achso, habe ich das jetzt nicht ausgewählt? Apply Selections. Ah, okay, das hätte ich machen müssen. Dann bei ihm Fighter Doctrine. Use the same one as charge. Slice natürlich auch cool.
Also... Okay, plus armor. Nur so ein Enemy. Und Carouse. Athletics. Leaping. Komm. Das hört gut an. Okay. Damit haben wir, glaube ich, alles. Finde auch übrigens sehr angenehm, dass ich einmal nur klicken musste und dann alles schon bekommen habe. Weniger dumm rumlaufen und so, ne? Lost Items, Psychic Staff. Wird. Was haben wir verloren? Hatten wir doch gar nicht. Ah, Particular? Okay. Lost? To who and why? Follow my lead. Na, wer bist du? Bist du Frank? Nein. Oder? Ah, doch. Anscheinend. Gaze straight at you, her eyes glowing with otherworldly lights. And so, though she will enter the halls of the blinded guide and witness the radiance of the final dawn through the cracks and fall victim to a whim of fate. This is watch your head. Dear, I want to ask you that you phrase your two things plainly for once. Was too close? Sorry, old man, the voices are so loud I can't even hear myself. They shriek, they sing, they oh. Abelard, how they sing. Ada, this is Adira's class. Personal Psyche and Divine of her Ladyship Theodora von Valancius. Adira. I'm not drunk, old man. I'm suffering the effects of the warp that is seeping through these walls. I see the ship's fate, the die in the waves of the Materium, all under the burning rays of the final dawn, and in the roaring blaze I see a figure standing. Who is it? Who? I have no answers. The entity of your conscious shrinks and crawls in deeper. It closes, scraping against the walls of your mind as if the presence is trying to hide from the seer standing before you. Divine, are you? Guess direct somewhere away from him. The voices from beyond the threshold whispers to me. Sometimes the murmurs are clear, their grand insight. Sometimes they drive me mad. But I'm impatient, I know how to listen and discern, but now with this clamor around me, too many voices, too loud. And you are Tala von Valancius, one of Lady Theodora's heirs. Well then, we finally meet. Officer's frequency. To all who can hear me, those with a weapon in their hands are together on the officer's deck at once. I repeat, gather on the officer's deck at once and prepare to launch a counter attack. I see your threat. Emperor's province, the other heir lives as well. Quickly, we must head to... Not so fast, old man. If we drown in the warp, no number of Lady Theodora's heirs will be of use to us anymore. A feeble threat like me has not yet surrendered their mind or body to the mercy of the warp, and he can still hold out a little without us. Lost it, you're right. First we need to deal with what is happening here. What are you doing here? The whispers called me, the ones I could make out along all the screams and screeches. Those who are rocking the boat hit us where it hurt. They went after the navigator, our guide through the warp. Other whispers called me to the engineering, but it was too late. I heard the cry of our master cog, the silence that followed. What? You don't mean the chief engineer is... Yes, Abelard dead, without a doubt. And the voices wail, heralding countless nightmares, cackling at each soul among the hundreds that are now joined the warp.
The shriek from the navigator's sanctum is louder than the rest, and it's better than we say that we saved the navigator than some lever puller from a cooling module or a crook from the middle decks. We must see if the navigator is well. Oh no, nothing is well about him. Can't you feel the chill crawling on your skin? The eyes watching you, the warp eyes has already encased the bulkheads that follow. Is calamity. Dira freezes, then she slaps her cheeks, rubs her face and looks at you. Supernatural glow is gone from her eyes and a smirk spreads across her eyes. But we're not just going to stand here, take it, are we? The state of things in here suggests there's a navigator around, maybe one who's crippled or at death's door, but still kicking, and since our skin hasn't peeled off our faces just yet, his third eye must be closed. Or worse, it's a little roughed up, so what are we moping around for? Let's go protect that noble mutant while we're still alive. Okay, endlich geht's weiter. Park consists of several characters. Select one of them, click left mouse button on their portrait. Select several, hold and be on the location to a frame. Okay. Lass mal hier die Tür öffnen. Dann keep our master waiting. Ja, das können wir nicht zulassen hier. Ich würde sagen, let's go in. Okay, also. Schön, auch die Schwerter sind an unserer Hüfte zu sehen. Das heißt, das ist schon mal hübsch. Gut. So, du packst dich jetzt mir hier in Cover, hätte ich gesagt. Abelard. Dich packen wir hier an vorderste Front. Und ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was Idira für Fähigkeiten hat. Warte, was hat die denn für Fähigkeiten? Kannst du mir das mal kurz schauen? Okay, du, Psychic Staff, Melee Weapon. Das scheint mir aber nicht ganz nur Melee zu sein. Lightning Arc. Okay, also sie packen wir vielleicht einfach hier in Cover und dann schauen wir mal. Start the battle. Ja, sonst. Genau, das ist ja schon etwas, was wir herausgefunden haben. Wir werden jetzt einfach hier schauen. Und dann schießen wir mal einfach hier eine Salve auf die. Und mit Glück kriegen wir auch den Sharpshooter dahinter. Jo, nice. Hat geklappt. Abelard. Du darfst hier hin und einen Regular Strike. So. Got it. Okay. Direct Roller. Geh dann in die ran. Die sagt so, nee. So, Idira's abilities. Idira's a psych and adept. As an adept, she's able to study components and identify their weaknesses, and her unusual psych abilities allow her to deal damage to them. Idira can also buff allies with positive effects and weaken enemies with negative ones. Okay, easy. Dann würde ich sagen. Aha. So, was ist das? Psychic Shriek. Oder Lightning Cost. Lightning Arc. Resell Radius. Das ist ja blöd. Also wir können sie auch gerade nicht bewegen.
Aber weißt du was, wir machen es trotzdem. Ich will es sehen. Oh. Oh. That means us as well. Any target in a 3 Things radius ist auch wir. Ja, blöd. I mean, yeah, but still. So. Mal kurz. Anything else? Okay. So. Ja, dann nächste Runde. 36%. Okay, können wir hier uns hin bewegen? Oder hier uns hin bewegen? Auch 36%. Hier hin bewegen und hier aufschießen haben wir 60% und ja, jetzt sind die Waffen. Ja komm, wir hin. Wir enden wieder das einfach. Zack. So viel dazu. Hi Trick, schön, dass du da bist. Wie geht's? Spielst du gerade noch oder ist es schon durch? Oh. My place is at the fort. I took care of this one. Ist doch total egal, mit welchem Schwert wir zu hauen. Sehr schön. Session 0 fertig. Ah, okay. The creature in the chair appears as if it has become one with its throne. Oh yeah. You see pink parchment-like skin stretched between the seat and limbs that have too many joints for a normal human being. The navigator is breathing heavily. Air whistling as it exits through the 2 dark gills-like slits on the cheeks. The creature's eyes are shut. They're two ordinary eyes as well as the third one that sits in the center of its forehead. Session 0 for Season 2. I believe Master of Speed still lives. Just at the side of the stretched skin and the dark marks on the face of the creature. The servants are dead, but the chamber, I think the Emperor, is still sealed from the warp. Well, we have a chance of leaving this place alive. Ich fällt gerade ein, ich sollte mal kurz das Fenster zu machen. Blessed dear, what's wrong with him? Wounded, exhausted, fighting back the endless horrors of the warp that are forcing their way into his head. Big one. Your time is short. You're in need of help. We have to get her out of that chair. Fall to your knees, mortals, and behold the final dawn. Came from beyond. His body's not his. Screams is echoed by the silent cries in your head. The unseen creature triumphs at the sight of the navigator, coming to the paroxysm of corruption. Schlicht. It marches thunder under the burden of hopes. Unseal your hearts and I'll flood your souls with myriads of words and meanings, each one a portent of salvation within me. The navigator continues to convulse violently in his seat, shrieking and cackling. But then his fit stops abruptly. His face is drenched in black and crimson. The dark ooze from under his third eyelid has turned from a trickle to a stream, mixed with the blood coming out of his nose, and there's a purplish swelling around the eye. Run! Flee from this place while I still have the strength.
The words came out of the walks as a labor rattle. I can continue the intrusion, but not for long. We must begin the translation, leave the war, but it can't be done without the Master Helmsman help. I want to help you. Tell me how. Run, the sanctum will be sealed. I will hold it off. Hold on. And wait for the signal from Master Helmsman. Then I will commence the translation. So, run. Run. Okay. Navigator still alive, but barely. So what do we do now? Ship can only begin with a translation with the assistance of the Master Helmsman, if he is still alive. It is worth a try, but we must get to bridge, but we still need support. Our only option is to fly our way to the officer's deck and join forces with Edelthras and his people. I believe we'll also find Lady Theodora here. There. She must have heard the call to arms that the Silver Skull relayed to us earlier. Aspidius, good luck. Thank you. Navigator does not give a response. Black tears mixed with blood are streaming from under the closed eyelids, and the box at the base of the chair is bellowing out static into space with distant echoes of otherworldly laughter. Ja, da freut sich wer. Ist das nicht schön? Gut, aber das heißt, wir müssen jetzt hier weiter. Vermutlich hier raus. Okay. It's about time. Okay. Oh, wait. Oh, nice. Auch hübsch. Accept. Collect and leave. Das ist voll gut. Wir werden nochmal gefragt. Ja, was ist das Unikat? Wie geht's denn? Wie ist es soweit? Cool, es gibt gute Quality of Life Features. Finde ich gut. Das Einzige, was ich noch ein bisschen schade finde, ein Quality of Life Feature fehlt mir noch so in den Fights, dass wenn ich dass ich so die Standard Trefferchance nicht angezeigt bekomme, wenn ich auf ein Feld hover, wo ich hinlaufen will. Das heißt, ich muss jetzt zuerst immer auf ein Feld klicken, wo ich hinlaufen will, und dann meine Fähigkeit auswählen, und dann sehe ich, was die Trefferchance von dieser Position ist. Also ich muss noch nicht laufen, aber so muss ich zumindest erstmal wählen. Und das ist ein bisschen blöd. Alles gut soweit, das freut mich trotzdem. Genau, wie fand's jetzt? Ich finde auch schön, wie cool sie reinlaufen. Es feuern schon Leute auf sie, und die alle erstmal gechillt reinlaufen. Wie findest du die neue Season so? Ganz meid. Die Emblem-Mix, ja, was von zugucken sehen kann. Pity not your enemies, I shall heed, not there please. Okay, dieses Wackeln, das muss auf jeden Fall nochmal smoother werden. Okay, ein Assist of Battle. I told you he would protect us. She, you Deppen. My God, my light, my Emperor. Ja, ich meine, ich weiß, dass sie den Emperor meinen. Mit he will protect us. Sergeant, the white-haired warrior turns to face you, her dark eyes blazing. The weapon quivers in her hand, and for a brief moment it seems she's not going to stop. And will start to continue eliminating every target she sees, starting with you. Sieht so alt aus irgendwie. Ja, ne, das hat so ein bisschen, witzigerweise aber, haben wir hier immer wieder Performance-Drops. Das ist richtig bad. XCOM-artiger Combat inzwischen den Rest. Plus das Rogue Trader. Also genau, das Kampfsystem gefällt mir total gut. Also, ne, das ist halt wieder so ein Rundentaktikspiel. Ich mag ja so Rundentaktikspiele. Das ist absolut voll super. Aber was halt ein bisschen schade, also, ja, keine Ahnung. Ist der Look wirklich so schlecht? Ich würde sagen, nee. Es sieht vielleicht, keine Ahnung. Nee, eigentlich sieht es gut aus. Eigentlich sieht es okay, ganz okay aus. Man kann auch ein bisschen ranzoomen.
Bin auf jeden Fall gespannt, wann der Release dann kommt. Und genau. Weil aktuell sind wir nur im Playtest, ne? Für alle Leute, die jetzt gerade frisch reinschalten, herzlich willkommen. Schön an alle neuen Zuschauer und Menschen. Das ist gerade der Playtest, der ist nicht public, also man kann es nicht irgendwie erst bekommen, außer man ist Founder, beziehungsweise bestellt es jetzt noch vor und dann bekommt man Zugang zum Playtest, wenn ich das richtig gelesen habe. Warcraft 3 ist ein Remastered. Und solange es Remastered und nicht Reforged ist. Sister Argenta. The seneschal voice carries the weight of command, and it seems to bring the warrior out of a battle trance. Sister Argenta, it's a relief to see you in good health and well armed. Require all the forces we can muster. The young woman called Argenta lowers her weapon and scans the small party with an intense gaze, and she sets her sight on you. Your face is unfamiliar. Who are you? Tala von Valencia is the Lord Captain's heir. Argenta gives you another stern appraisal. You catch something strange in the dark depths of her eyes. Some internal struggle or a wordless question. In the end, however, she nods. The hour is dark and daunting. The ships are bound with corruption. The faces of friends are twisted by sneers of heresy. The eyes of comrades are igniting with the arch enemy's hunger. I'll stand shoulder to shoulder with anyone willing to halt the advance of the dark forces. This is why you have come, isn't it? Ich finde, das reicht für die Perspektive und die Umgebung schaut sehr, sehr vorkriegig aus. Ja, also wie gesagt, ich finde es auch voll absolut okay. Und Unikat, wenn ich mir mal gerade überlege, ich erinnere mich gerade an Screenshots von Warcraft 3. Warcraft 3 sieht schon wirklich sehr, sehr, sehr alt aus. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen Screenshot von Warcraft 3 gesehen hast, aber es ist wirklich sehr alt und man sieht das dem sehr gut an. Ja. Ja, es ist halt vermutlich noch nicht so performant gebaut. Das ist ein bisschen schade, aber ja. Sister, I beg you. Now is not the time for interrogations. The ship is under attack by heretics. We've been betrayed by our esteemed Master of Whispers. Ethelthart the Air is waiting for our aid, and Lord Captain Theodora is expecting a report on our success. Of course, we are here to deal with the situation. So I suggest we all just do that. I'm no traitor, sister. You can be sure of that. If you speak truthfully, the Emperor will not forsake you. If you're lying, you will not escape his retribution. Yeah. I cannot wait to rain fire upon more heretics, each and every one of them. Are these people with you? Overseer of Middledeck AL-84, my lady. We were rounding up everyone we just could find in the attack compartment when we ran into an ambush. Just about every enforcer fell. These are the survivors. Okay, we must get to the main hall of the deck. Through this door. Not to the passage off to your right. I'll go with you. I can't wait to destroy those more encroached. Okay. Now we hold off on any heretics. You might try to crawl through the cracks to join the main assault. We'll take a look at the generators while we're at it. Those villains made a mess of the cables. Oh, I wish we had a technomat with us. But we'll see what we can do without one. Good to hear it, sister. Ready. May Terra's light illuminate the path through fire and darkness. Cool. Ja. Warum auch immer. Wurden wir gerade komplett nach da geworfen. So. Mit Tab können wir auch schauen. Voxcar, Crewmember, Overseer, Deck Enforcer. Everything egal. Oh, wir können hier bei den Goods das nicht nehmen. Eine well-maintained Lasgun, yeah, accept. Okay. Die well-maintained Lasgun können wir dann mal unserer Dixie geben. Dann haben wir jetzt eine gute Scrappy Autopistol X. Das ist die X. 12,15.
Aber keine Penetration. Ich weiß es aber natürlich nicht, wie viele... Ah. Statt dass du 2 Schwerter hast, gibst du jetzt einfach noch eine Axt hierzu. Weil ich glaube, zwischen dem Chainsword und dem Regular Sword 15, 16, 18. Ja. So. Okay, dann. So, wir sind hier. I rise to the occasion. Success in the actions in the game is determined by the roll of 100-sided dice. Each skill check has a difficulty 100. To succeed, you must roll a value. Aha. Mhm. Okay. Ja, gut. Soweit, so bekannt. I won't tolerate weakness. Und dann würde ich sagen, mal hier rein so. My wrath. Show them no mercy. So. Alle Initiative Checks. So. Thaler hat 5, aber hat 8. Dings 9. Ah, hier, wir mal rausziehen. 09, Agenta 14. Okay, ich glaube, Sina hat noch am sinnvollsten. Thaler kommt da so recht spät. Ah, das ist ja natürlich unpraktisch. Thaler, seltsam ist, jetzt haben wir wieder keine Cover-Angaben. Das hatten wir vorhin. Weiß nicht, warum es gerade nicht mehr gezeigt wird. Finde ich ein wenig ungünstig. Abelard, schicken wir ganz nach vorne. Hedera. Gehen wir hier so hin. Magenta. Das jetzt mal hier hinstellen. Genau, Argenta habe ich mir noch gar nicht angeschaut, was die alles für Waffen hat. Was hat die? Ja, die Unfading Valor. Ein Bolter. Und eine Auto-Pistol. Und weil wir witzig sind, geben wir noch eine Axt mit? This is unacceptable. Anscheinend nicht. That is not the Emperor's will. Nee. I will not. Ah, dass wir hier das nicht anschauen können. Ah gut, anscheinend können wir ihr das nicht in die Hand geben. No can do. Okay, vielleicht hätten wir es vorher machen müssen. Okay, start the battle. Fire and burst, attacking multiple enemies at the same time. When using the burst fire, choose not the target, but the direction of the shots. Okay. So. Okay. Hier, nee. Dummerweise ist Abelard im Weg. Ja, ich glaube, so funktioniert das. Faith without deeds is worthless. None can escape the Emperor's judgment. So. Zweimal ausgeschaltet. Hört sich doch ganz sinnvoll an. So. Schauen, ob wir hier den striken können. Cool. Direkt den anderen auch mitgegrillt. Aus Versehen. Upsi. Ja. Abelard, würde sagen, der packt sich hier so hin und haut entweder dem das hier im Kopf. – 13, 16 oder 14, 18. Lass mal 14, 18 dem im Kopf hauen. Er hat ein Schwert. Den Segenschwert. I will do my duty. Leider können wir den jetzt aber nicht noch. Achso, warte mal. Dadurch, dass wir jetzt in Melee Range sind, gibt es die Attack of Opportunity. Das heißt, wenn er sich rausbewegt, hauen wir dem auch einfach nochmal
einen Melee-Angriff um die Ohren mit. Okay, full partial covers give you the opportunity to avoid enemy attacks. Okay, soweit so bekannt. Suits my purposes. Das würde ich gut sagen, war ein guter Burstfire. F-Bomb. Ah, ich wollte gerade sagen, okay. Attack of Opportunity war gut und tatsächlich, Warhammer 40k mäßig, haben wir hier trotzdem Gore. So. Okay, mal hier hingehen. Und dann könnten wir den eigentlich wieder so eine Burst Fire um die Ohren hauen. Einfach weil jede. Schade. Ignores friendly targets. Das ist natürlich sehr nice. Also wir können hier auch... Achso, weil wir jetzt eine Weile gefightet haben und damit Momentum aufgebaut haben, können wir jetzt auch die anderen Fähigkeiten nutzen. So. Was passiert, wenn wir 75%? Was ist das hier? Das ist auch 75%. Komm, Heroic Act. There is movement in the Empyrean. Be gone. Okay. Der ist nicht mehr so glücklich. Cycle Gobst. Jetzt. Stimmt, warte mal. Avalard hat eine Last Pistol. Pistol Burst. Ach, 20%. It will be done. Ja, well. Out of range. Ja, 40%. Besser als nix. Aber anscheinend nicht genug. Was ich jetzt noch nicht gesehen habe, dass es Overwatch gibt. Also Overwatch ist anscheinend, weil das ja so in XCOM-typischen Spielen wäre, das so der Standard-Move. Ständig Overwatch. Rejoice in battle. Aber hier gibt es kein Overwatch, hier gibt es Bolter. So. Oh, okay. Genau, diese Animationen sind natürlich auch noch ziemlich buggy, weil... Ja. Und Sauron. Sauron 76. 76, ist das dein Geburtsjahr? Wenn ja, dann herzlich willkommen. Oder wenn es auch nicht dein Geburtsjahr ist, wenn es einfach eine witzige Zahl ist, wo du sagst, so ist es 7 über 69 oder so. Dann herzlich willkommen auf jeden Fall bei uns hier im Game Lab. Schön, dass du da bist. Und El Xavi. Vielen Dank für deinen Resub. Ja, du bist so alt. Ja, dann herzlich willkommen. Warte, 76, das heißt, wir müssen dann kurz rechnen. Ich habe keinen Bock zu rechnen. Das ist einfach 22 über dem, was ich bin. Nee, 23. Das ist seltsam, ne? Dass es einfacher ist, zu sagen, okay, bevor ich mir ausrechne, wie alt es von einem Jahr ist, rechne ich mir einfach, was die Differenz zwischen einem Jahr ist und meinem Jahr ist. Und das sind 23. Und dann rechne ich es einfach auf mein Alter drauf und dann haben wir die wunderbaren 56. Ja, servus. Ist das ein bisschen absurd? Ist es... Ich weiß nicht. Wie macht ihr das? Ja, wir haben leider nur
nur so Standardgegröße bekommen. Das ist schade. Nur wieder so, Dings, ich hoffe, dass man die noch 46. Wait, what? 76. Bin ich jetzt total blöde? Ich bin entsetzt. Ich kann nicht rechnen anscheinend. Was? 76? Ach so, warte. Ich habe gerade, weil ich weiß, was mein Fehler war. Ich habe auch aus irgendwelchen Gründen gerade 99 statt 89 gerechnet. Es tut mir absolut leid. Ja, da lag mein Fehler. Ich war gerade so, wie habe ich das denn gekriegt? Aber, gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, aber cool. Genau. Gehe ich davon richtig in Annahme, dass du irgendwie Fan bist von Warhammer 40k? So. Oder bist du eher über Kingmaker? Beziehungsweise andere... Können wir nochmal? Ja, wir haben doch... Oh, hier kriegen wir doch noch mehr. Accept. Okay, wir mussten zweimal. Oh, wir können hier auch nochmal... Oh. Ich habe gerade rausgefunden, dadurch, dass wir jetzt hier nochmal einen Lore-Check gemacht haben, von dem Schiffsmodell, haben wir jetzt sogar nochmal 21 XP bekommen. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich zu schauen, was man hier noch so findet. Na, abgesehen davon, dass Looten sich immer lohnt. Oh, Diso, vielen Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Rose of Synth Leather. Cool. Wieso packt das Cargo? Hier gibt es noch eine ganze Menge zum Dingsen, sehe ich gerade. Oh, ein Multikey. Eine Metal Charge. Ein Machine Right. Lohnt sich richtig. Epische Musik, natürlich. Es ist Warhammer 40k. Ist am Boden zerstört. Es tut mir leid. Ah ja, und deinen Namen zu urteilen, vermute ich auch gar nicht so unfern von Lord of the Rings. Dann darf ich dich bitte fragen, wie fandest du Gollum? Herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer und Menschen von Diso. Wie geht's euch denn? Schön, dass ihr da seid. Servus Sahne. Genau, wir spielen hier gerade den Playtest von Warhammer 40k Rogue Trader. Da habe ich einen Key bekommen von den Entwicklern, nachdem ich gesagt habe, so, hey, hier, euer Playtest, darf man den streamen? Und sie so, yo. Zweite Frage, kann ich deinen Key bekommen? Ich habe den noch nicht. Und sie so, yo. Und deswegen habe ich hier den Key bekommen. Das heißt, ich habe das Spiel noch nicht gekauft. Das ist ja das, was man eigentlich machen müsste, um am Playtest teilzunehmen. Und genau, mal schauen. Vielleicht, wenn sie sagen so, das hat den Leuten hier anscheinend ganz gut gefallen. Vielleicht geben wir dir auch so einen kompletten Key, so einen echten Key, wenn das Spiel dann rauskommt. Nice, ja, finde ich auch sehr nice. Servus Joscha, vielen Dank für den Follow, herzlich willkommen. Wir könnten das Machine Right Set verwenden oder wir können es mit Logik probieren. Komm, Tala. Access received, nice. Keine Ahnung, was hier drin ist. More goods. Ja, lass mal looten. Accept. Und Metal Charge und Operator Gloves. Ich glaube, dass wir increase the tech use skill, it will now be easier to pass relevant skill checks equipment. So, und jetzt ist die Frage, welcher von unseren Leuten war nochmal der Beste mit Tech? Dann Tech Use, hier. 35. 30. Okay, sie kriegt die Handschuhe. Und genau, damit sind wir glücklich. So, und jetzt können wir nochmal nachschauen. Vorhin konnten wir ihr die Axt nicht mehr in die Hand... okay, wir können im Fight nicht mehr die Axt nachrüsten, aber out of Fight können wir ihr nochmal eine Axt in die Hand drücken. So, ne, weil wir haben ja von diesen Schwertern so ein paar viele, deswegen kriegt einfach jeder nochmal so ein Schwert. Ich meine, der hier hat auch
Das ist richtig cool, das ist so, dass man alle Waffen an ihm sieht, obwohl... Wo ist denn deine kleine Last Pistol? Die sehe ich gerade nicht an ihm. Ich sehe auch gerade kein Holster. Oder ist es das? Ach, das hier ist das. Ich glaube, das klippt gerade ganz schlecht in das Modell rein. Oh ja, genau. Und unsere, ja, die 2 Schwerter auf der Hüfte einfach, weil wen geht halt, ne? Mein Warhammer 40k, was macht man mit den Charakteren? Einfach mehr Schwerter dranhängen. Wenn es geht, auch Kettensägenschwerter. Oh ja. Genau, was gab's denn heute bei euch, Liso? Habt ihr Demolition? Okay. Never doubt me. Nice. So, alle hier rein. Wir müssen schauen, wohin geht's jetzt als nächstes. Na gut, jetzt haben wir auch den Autosave. Ich find's witzig. Das hier ist eine Leiche. Sie wird einfach als kurz bezeichnet. Ich weiß ja nicht. Aber ich meine, das ist vermutlich auch sehr Warhammer-mäßig, Leute Leichen als Möglichkeit zu bezeichnen, wo man neuen Loot findet. Victory awaits. Das sind auch die gleichen, die Pathfinder Games gemacht haben. Ja, anscheinend. Kingmaker, wenn ich richtig verstanden habe bei Löwenfest vorhin. Das sieht. Drive me close, I want to hit him with my sword. Was ist das für eine Art von Spiel? Als RPG mit so Rundentaktik, rundenbasierter Taktik. Das heißt, du hast deine Quadratfelder und dann so ein bisschen XCOM-like Fights. The roar of the flames rings in your ears and choking smoke makes you cough and gasp for air. You instinctively recoil from the scorching heat, wiping your face. A moment later, a hazy silhouette forms in a raging warfire. You're surrounded by ear-splitting noise and screaming, yet you distinctly hear the sound of footsteps. And then you see the figure walk out of the fire towards you. It is Theodora von Valancius. Warte mal. Eigentlich müsste ich das von ein bisschen Englisch aussprechen, wenn wir schon hier im Englischen unter sind, oder? It is Theodora von Valancius. Sorry. Expression is calm, terrifying, so for someone whose body is engulfed in an inferno. One of her hands is resting on the hilt of her power sword, the other is raised in an inviting gesture. Are you lost, my heir? I guess, yes. Apparition. A sorcerer's apparition. Trickery of the warp. Sister, you will lower your weapon. Despite his commanding tone, Abelard does not sound too confident. He's staring at the rogue trader, and you notice a muscle in her cheek twitching. Threatening the Lord Captain is outrageous. Kingmaker, das neue auch. Was ist das neu? Ist es auch heißt es auch Kingmaker? Ich glaube, da habe ich grob was in Erinnerung dazu, nämlich. This is impossible. I doubt you are aware of the limits of what is possible, Tala, or your world views but an iota of what a rogue trader knows and sees. But I can tell that you would like me to share that knowledge with you. That power over reality. Theodora watches you without blinking. Her snake-like gaze almost makes you forget about the fire searing you, leaving burns on your skin. I can lead you out of these flames, Tala. Show you a path, rid you of pain, and give you a weapon so that you may defeat your enemies. Decide. Okay. Your mouth begins to salivate. Each word Theodora speaks is like music to your ears. The entity that now dwells in the deepest recesses of your mind is pleading, begging, demanding that you give her an immediate answer, and that answer can be nothing then other than acceptance. Wrath of the righteous. Ah, okay. Do not listen to this abomination, Tala. If there's naught but his light in your heart, if you're resolute in your faith, then step into the flames. The Emperor protects. His faithful will not be deterred by either darkness or deceitful promises, nor will the fire burn those who carry the torch of faith in their soul. Servus ran, schön, dass du da bist. So, haben wir schon 3 Leute, die an dem Smite Giveaway teilnehmen. Genau, für die Leute, die jetzt noch einen, was war's? Souls of the Dings Kiste gewinnen wollen und den neuesten Ninja-Skin, können jetzt noch an dem Gewinnspiel dran teilnehmen, an dem Giveaway, indem sie Ausrufezeichen Ninja in den Chat eingeben.
Und dann nehmt auch ihr dran teil. Take a void with you. We need to follow Theodora before we suffocate in this furnace. The people. Abelard looks back at the coughing and confused people around you. Tala, the survivors from the middle decks, we must help the crew, lead them out, find a way around. Over the roaring flames you hear distant sounds, frightened voices, screams, muffled and distorted as if there were a body of water between you and them. Then we'll miss our chance to meet with Edith. Breaks off and starts coughing violently, her knees buckle and she looks like she's about to fall. Tala, what are we waiting for? Oh, okay. Convictions. Sometimes your characters will have to make tough decisions based on their values, interests, and goals. Such decisions that affect their convictions that can develop in 3 directions. Imperatus, Benevolentia, Hereticus. Each includes 5 ranks. The higher the rank, the more zealously the character follows their convictions, and the more noticeably the world around them reacts to their actions and decisions. Promotion through the ranks of each of the 3 directions and options opens up access to new dialogue lines, events, unique abilities, and also changes the attitude of others towards your character. Okay, damit haben wir auch die Frage von vorhin beantwortet. Ursprünglich hieß es ja, hatten wir mal die Frage, wie sehr können wir Heretiker werden? Also, ne, wie sehr können wir sagen, so, fuck auch, scheiß auf den Imperator, wir sind unser eigener Gottkönig, beziehungsweise das Chaos ist in unserem Herzen, das Chaos ist groß. Anscheinend gibt es eben die Möglichkeit, dass wir eben Imperialis, Benevolentia und Hereticus als Richtung von uns haben. Vermutlich wird es wieder so ein Dreieck sein, wo wir dann irgendwie auf die verschiedenen ausgehen können und wo sich irgendwie also keine Ahnung, die 3 in unterschiedlichen Ecken bewegen. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass es wirklich einfach drei Leisten sind, die wir gleichzeitig steigern können, aber es wäre irgendwie sehr seltsam, wenn wir Imperialis und Hereticus zum Beispiel gleichzeitig steigern können. Das wäre sehr seltsam. So, okay. Imperialis work through the flame, the Emperor will guide the righteous on their path. Ansonsten Hereticus, take my pain away and give me power. Oder wir sagen, hey, die Menschen sind uns wichtig. Da wir einen Kommissar spielen, sagen wir jetzt einfach mal Imperialis, the Emperor will guide through the righteous. Ne? Das ist ein bisschen schade, dass wir jetzt hier diesen Kommissar gewählt haben. Und das dann eher so, genau. Normaler, wenn wir jetzt sagen, so hier der Imperator. Weil sonst wären wir kein Kommissar geworden, glaube ich, oder? So, Imperialis plus 12. As of needles pierce your consciousness but are powerless to stop you. You take a step forward and illusion breaks. A wave of excruciating pain crashes over you and Theodora voices fade into the firestone. You hear the voice of your companions calling you from behind and the screams of the weak dying the inescapable blaze. Yeah, well. Blinding inferno, the harrowing pyre, the all-consuming storm releases you as you step out, barely able to stay on your feet. The blood is pounding in your ears, drowning out the world around you. Your eyes, caked in soot and burnt eyelashes, refuses to open. Free from the flames, you take 2 more steps before collapsing to your knees. The rush of blood in your temples and horrible pain all over your scorched body cloud your mind, before suddenly retreating as if driven away by some mighty will. A new strength spreads throughout your veins, and despite the wounds, your body is once more ready for trials and struggle. You open your eyes and see, aglow with warm light before you, the Quilla, the sacred symbol of the Imperium. Tatsächlich haben wir hier Hilfe vom Imperator bekommen. Praktisch. Next moment you're struck with another realization. Repulsive presence, the one that has plagued you, your mind since Void wounded you, is gone. The fire seems to have burned the entity away without a trace. Mrs. Charla, can you hear me? Familiar voice cuts through the din and the pounding. Seneschal Abelard Vazarian is leaning over you, peering into your face with a look of worry. He notices your gaze and breathes a sigh of relief. You're alive and sane. It is more than I was expecting after what you just did. Praise the Emperor. Argenta kneels next to you, and for the first time you see her eyes radiate poor, unclouded joy.
We passed through the flames. How can this be anything but important? For so it is said the Emperor will bless the worthiest and most steadfast in their faith. Ja. Ich meine, eine Battle-Sister, come on. Das Einzige, was schade ist, hier in dem Porträt hat sie, also hier in dem Bild, hat sie so eine richtig schöne schwarze Rüstung. Mit auch diese schöne Lily auf der Brust. Und hier hat sie so eine Standardausrüstung. Vermutlich wird das noch kommen. Und sie haben jetzt einfach mal für jetzt einfach so die existierende Rüstung genommen. Aber darauf setze ich ja noch, dass wir da so eine schönere Rüstung bekommen. By Argenta, you see Idira clasped doubled over in a fit of nausea. The rest of the people who were following you have withered away in the fire that continues to rage mere meters from you. Does he see the Aquila? It was glowing. Overlord glances around and looks back at you, his expression now twice as worried. You are delirious, Tala, whatever it is you think you're seeing. He seems perturbed by your words. He casts another surreptitious glance at the Aquila you just pointed at. He wipes his mouth. What happened to Theodora? Did you follow us? There was no Theodora, witch. Argenta is staring straight ahead and crosses her arms over her chest with reverence. There was an evolution, a temptation, a foul taint that tried to lead us astray, but Tala perceived its true nature. Is that right, Adapter Sanctimonious? Or we'll just pretend like we didn't see the Lord Captain standing there in the fire. Abelard, you tell her. Whatever it was, it matters no longer. Your conduct, Tala, is bordering on madness or holiness. A path opened behind you where one moment it was fire, the next only smouldering embers remained. But what am I saying? My eyes must have deceived me. Too much smoke from my lungs. Truly, would you have received wounds like these if there had been no fire? The wounds are merely a sign of a trial laudably passed. It is something to be proud of, the same as decorations or badges of honor. Argenta herself sounds proud, even fervid. Rise and stand tall. No elements hold power over the righteous. Definitely. Even if you were anticipating another wave of pain that does not come, your muscles feel strong and your limbs obey you without fail. And yet deep inside, somewhere next to your heart and stomach, you feel a certain tension akin to that of a taut string. You are at your limit. Be it adrenaline or strength of your fate, it will not carry you much farther. So, wer ist das jetzt? Edelthread. Oh Gott. Valencia stands at you without trying to hide his awe. Tala, do my eyes deceive me? I could swear that I just witnessed you step out of a pillar of fire with the rest following you in your wake. I heard you to join forces with you and the others. It's time to push the heretics back. Indeed, it is, Tala. None of the Quilla gives you another look, this time one of concern. Your wounds. Okay, hier haben wir wieder ein Dingscheck. Look closely at Edelthread. Oh. Und Imperiales 12 dazu gekommen, sehr nice. Doesn't seem to have changed since you first met, but only at first glance. Face took on a strange hue. Something like scales appeared on his temples, and there's a weird screeching note in his voice. These are not traces of fatigue and stress. The Psyker's body is beginning to mutate. A consequence of a contact with the warp. You're not in the best shape yourself, Edelthread. Psyker grins back at you. Did you pick up the traces of my blessing, Tala? Yes, the warp is taking its toll, but I'm still sane and able to hold my weapon. I fight for Van Valacia's bloodline to the end, even if it costs me eternal curse of mutation. My faith will keep me upright with a weapon in my hand, that is all that matters. Holds up his hands in a placating gesture. Pray, forgive my insistence. I shall not be the one to doubt the faith of he who has passed the trial by fire. I have gathered everyone who answered the Vox call and was able to hold a weapon, yet I do not see the Lord Captain or her arch-militant in our midst. We're still receiving messages in her voice, but she's not responding to direct requests. I last saw Lady Theodora on the observation platform. When did you and her she part ways? It was by this very elevator, Master Edelthread. The Lord Captain, accompanied by the arch-militant, headed to her chambers to retrieve an item of particular importance. After that, all we heard from her were Vox broadcasts.
This is troubling and the timing is inopportune. Still receiving fragmentary reports from the bridge. Conrad Voigtwehr was spotted there, and even what scant intelligence on his activities reminds me of descriptions of sorcerers' rituals. The traitor has resorted to witchcraft. We must stop him at once. I shall go to Theodora's chambers to find her. A reasonable approach. Take your escort with you. You may be waylaid. Once you have found the Lord Captain, you must back here to go to the bridge and lead the counter-attack. The rogue trader's appearance is sure to fill the defender's heart with hope, however frightened or exhausted they may be. Till we meet next, Tala, may the Emperors bless your deeds. I shall see you in the field of battle. And dialogue. Okay. Okay. So. Was ist das hier? Okay. Und das Ding ist jetzt, ich würde euch ja total gerne noch weiter hier zeigen, wie es jetzt hier in Rogue Trader weitergeht. Aber geht nicht. Wir werden jetzt noch rüberwechseln auf die Demo. Also ich meine, wir sind jetzt hier schon eigentlich am Streamende, aber ich werde das einfach überziehen. Wir werden jetzt noch weitergehen zu der Demo von, erstmal speichern, ja, save, von Shadow Gambit, The Cursed Crew, weil die haben ja auch einen Key zur Verfügung gestellt. Morgen kommt, glaube ich, dann die Demo für alle raus, deswegen dachte ich, ich zeige es euch heute noch. So quasi nochmal einen exklusiven Blick vor allen anderen. Und ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Aber vielen Dank auch nochmal hier an Owlcat Games, ne, wenn ich das jetzt richtig mir gemerkt habe, für den Key für den Playtest. Ich hoffe, dass wir es dann, wenn es dann released wird, auch nochmal einen Key bekommen, und zwar für die Vollversion. Damit wir uns das nochmal hier genauer anschauen können. Was es hier denn noch so Cooles gibt. Wie das denn hier noch weitergeht. Weil muss zugeben, ich habe jetzt beim... okay, ich muss zugeben, ich habe das mit der Wunde gar nicht mehr beachtet. Am Anfang konnten wir ja, wir können mal kurz nochmal zum Main-Menü gehen, konnten wir ja verschiedene Charaktere auswählen, aber ich habe mir jetzt nicht gemerkt, was wir noch alles für Charaktere mitnehmen können. Ne? Hier habt ihr es nochmal gesehen, es gibt verschiedene Schwierigkeitsmodi, man kann sich auch frei einschalten. Aber eben gibt es hier neben der Appearance, ja, wir nehmen einfach jetzt mal das hier. Genau, hier können wir verschiedene Attribute hinzunehmen, aber es gibt eben auch Astral Military Commander, der Kommissar, Vagabond, ein Priester, ein Navy-Offizier, einfach ein Noble, ein Biomancer oder ein Diviner. Okay. Das heißt, das gibt es noch alles hier als Möglichkeit noch dazu, was wir sein könnten. Das heißt, wir könnten auch zum Beispiel eben ein Psyker werden, wie eben der Edelthread. Frage ist jetzt halt, was er für einer ist, ob er ein Biomancer oder ein Diviner oder was ganz, ganz anderes ist. Beziehungsweise, wir haben ja, glaube ich, schon einen von der Sorte bei uns im Team. Ja. Genau, auch super gespannt bin ich ja dann noch, was bei Triumph und Darkest Hour noch dazu kommt. Das ist ja jetzt noch unausgefüllt. Das wird erst noch in der Release-Version oder vielleicht später mal bei dem Playtest rauskommen. Dass wir das hier auch noch uns anschauen können. So, jetzt ist aber nur die Frage, ja, wann kommt denn das Spiel raus? Wann ist denn hier der Plan dafür? Können wir mal... Gibt es dafür schon ein Release-Datum angekündigt oder noch nicht? $300? Ich weiß ja nicht. Das würde ich vermutlich noch nicht tun. Aber ich meine halt auch, es ist $300, das ist halt echt teuer. Ah, sieht vermutlich echt hübsch aus. So. Genau, auf der Storepage, zumindest auf der Steam Storepage, gibt es noch kein angekündigtes Datum. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur ist, dass ich das jetzt hier nicht sehe. Aber genau, auf jeden Fall, hier, das war der Beta Playtest.